Eine Bronzeskulptur zu gießen ist gefährlich. Diese 1000 Grad heißen Spritzer, die fliegen durch ein normales Baumwollgewebe einfach durch. Es ist frickelig in der Vorbereitung. Und genau dann drückt man, wie beim Überraschungsei, den Kopf kaputt. Und es erfordert einen innovativen Verstand. Wir erzeugen quasi durch die Druckluft einen Treibsand. Also wie die Luft ausgesaugt wird, das ist unser Betriebsgeheimnis. Am Anfang jeder Bronzeskulptur steht ein Originalmodell geformt vom Künstler, zum Beispiel aus Ton. Bis daraus eine Figur für die Ewigkeit entsteht, muss dieses Modell mehrmals die Gestalt wandeln. Das Positiv wird zu einem Negativ und wieder zu einem Positiv. Und dann nochmal zu einem Negativ. Bis am Ende endlich der fertige Bronzeguss entsteht. Und wie bei einem Schmetterling hat jede einzelne Wandlung ihren Sinn und ist unentbehrlich. Die Kunstgießerei Collinger in Elchingen bei Ulm. Markus Collinger ist hier Geschäftsführer und gelernter Maschinenbauingenieur. Er ist bei diesen Figuren nicht fürs Künstlerische zuständig. Das, was er macht, ist reines, präzises Handwerk. Egal, was sich ein Künstler für Verrücktheiten ausdenkt, Markus weiß, wie man daraus eine exakte Kopie aus Metall herstellt. Heute beginnt er mit dem Auftrag, eine Tonbüste der Künstlerin Marina Seiler in eine Bronzeskulptur zu verwandeln. Ein Prozess, der etwa 2 Wochen dauern wird und viele Arbeitsschritte erfordert. Als erstes überprüft er die Silikonabformung der Büste, die ein Kehra-Formenbauer im Vorfeld angefertigt hat. Wir haben hier eine Silikonform, die wir so von einem Formenbauer bekommen. Die besteht aus einer dünnen Silikonhaut, die auf den Original-Tonkopf aufgespachtelt wird. Sie erzeugt quasi ein Negativ dieses Kopfes mit einer Gipsstützschale. Und ich kontrolliere die Strukturen, ob die richtig abgebildet wurden und ob eventuelle Fehlstellen in der Form enthalten sind. Erst wenn er sicher ist, dass alles stimmt, kann er mit seiner Arbeit loslegen. Wir erstellen jetzt ein Wachsmodell. Das Ziel ist, eine exakte Kopie dieses Tonkopfes in Wachs zu haben. Das Wachs, das wir kaufen, ist eigentlich weiß und farblos, wie eine normale Kerze. Wir färben das mit Fett schwarz, damit sich ein besserer Kontrast zur Silikonform ergibt. Damit man die Wandstärke ein bisschen besser sieht beim Pinseln, dass man da eine gleichmäßige Schicht reinbekommt. Und auch von der Reflexion vom Licht ist weißes Wachs schlechter wie schwarzes, dass man da die Konturen besser erkennen kann. Wir pinseln die Oberfläche, um die Details wiederzugeben. Wenn man es einfach nur eingießen würde, hätte man Einschlüsse, Luftblasen, Oberflächenfehler. Deswegen pinselt man die erste Schicht immer vor. Bei der ersten Schicht ist es wichtig, dass man stupft und nicht streicht, damit sich Luftblasen auf der Oberfläche verdrücken, dass man die beim Streichen nicht überstreicht und quasi einschließt. Deswegen muss man bei der ersten Schicht sehr vorsichtig und filigran arbeiten, dass die Oberfläche gut wiedergegeben wird. Den Silikonabdruck der Vorderseite des Kopfes hat er genauso mit Wachs ausgepinselt. Jetzt kann er beide Hälften wieder zusammenfügen.
Jetzt können wir die Form aufgießen. Dazu nimmt er ein etwas dickflüssigeres Wachs mit einem niedrigeren Paraffinanteil. Anhand der Zeit kann ich meine Wandstärke einstellen, weil das Wachs quasi von der äußeren Randschicht anfängt zu erstarren und innen bleibt der flüssige Kern. Je länger es drin bleibt, umso dicker wird mein Wachsmodell. 30 Sekunden, so unser Erfahrungswert für ungefähr 5 mm Wandstärke, was wir später im Guss dann auch erreichen wollen. Ich finde das Ergebnis ganz gut. Ich schaue gerade nach Fehlstellen, ob wir noch was vergessen haben, ob wir noch eine Luftblase finden. Was man auch ganz schön sieht, sind hier an den Haaren diese Feinheiten, von denen wir vorher gesprochen haben, dass man die feinen Linien hier schön sieht. Stellen wie hier hinten hinterm Ohr, das müssen wir noch mal überarbeiten, aber dazu zur Retusche kommen wir ja jetzt gleich. Ich entferne jetzt gerade mit einem Messer die Teilungsnaht, wo die zwei Formhälften zusammengekommen sind, was man hier oben sieht, und versuche die Oberfläche wieder anzugleichen, dass es eben keine Strukturunterschiede zwischen überarbeiteten Stellen und Originalstellen gibt. Man muss hier extrem vorsichtig arbeiten. Wenn ich zu viel Hitze reinbekomme, verformt sich das Wachsmodell. Oder man schmilzt ein Loch hinein. Und uns ist das auch schon passiert, dass man dann ganz zum Schluss, wenn man dann noch das i-Tüpfelchen draufsetzen will, und genau dann drückt man, wie beim Überraschungsei, den Kopf kaputt. Und das ist dann der Moment, wo man dann Feierabend macht. Genau. Aber warum braucht man überhaupt das Wachsmodell? Warum macht man nicht gleich den Bronzeguss? Wozu dieser aufwendige Zwischenschritt? Also das Wachsmodell wird benötigt. Dafür muss man den Prozess erstmal rückwärts betrachten. Also wenn ich eine Figur aus Bronze herstellen möchte, hat die Bronze 1200 Grad. Das heißt, ich brauche eine feuerfeste Form. Und da gibt es eigentlich nicht viel. Das heißt, man könnte Keramik oder Gips verwenden. Wir verwenden Keramik. Und jetzt brauche ich ein Modell, wo ich aus dieser Keramikform rausbekomme. Weil wenn ich die Keramikform über meinen Tonkopf formen würde, kriege ich den Tonkopf nicht mehr raus. Und dafür brauche ich wieder ein lösliches Modell, was bei Temperatur natürlich sich zersetzt. Und das ist Wachs. Das nimmt man auch seit 5000 Jahren. Also seit es das Verfahren gibt, wird Bienenwachs verwendet. Das ist das erste Gießverfahren, das es eigentlich gibt. Jedes Detail, das ich hier schlecht arbeite oder gut arbeite, bildet sich auch so im Metall wieder. Das geht sogar bis zu Fingerabdrücken. Wenn ich hier einen Fingerabdruck drauf drücke, sehe ich den im Metall.
Und weil ich mir beim Oberflächen-Nachbearbeiten in Wachs wesentlich leichter tue, wie hinterher im Metall, achte ich darauf, dass ich im Vorfeld schon die Struktur so nachbearbeite, dass ich hinterher im Metall mir eben leichter tue. Markus macht der Büste noch ein bisschen Kopfschmuck dran. Die Schmetterlinge hat er genauso hergestellt wie den Kopf. Mit Hilfe von Silikonformen, die mit flüssigem Wachs ausgegossen wurden. Wenn er sein Instrument erwärmt, schmilzt das Wachs wieder ein bisschen an und dient dann als Klebstoff. Und jetzt kommt ein Schritt, der später, wenn das Metall gegossen wird, von entscheidender Bedeutung sein wird. Ich baue hier aus Wachsstäben das Angusssystem zusammen. Das kann man sich so vorstellen, dass wenn der Kopf in unserer Keramikform eingebaut wurde und das Wachs ausgeschmolzen ist, bleibt alles, was jetzt Wachs ist, als Hohlraum übrig. Und in diesen Hohlräumen fließt das Metall in den Kopf. Das Metall wird quasi so rum eingegossen. Hier kommt das Metall rein und fließt dann wie in einem Wasserleitungssystem in einem Haus eine Hauptleitung und dann wird verzweigt in die Küche, ins Bad, der nächste ins Klo. So wird dann das Metall quasi in dieser Form gelenkt und fließt durch das Leitungssystem in das eigentliche Gussteil hinein. Die Schwierigkeit bei diesem Objekt liegt in den dünnen Schmetterlingsflügeln, da sich hier das Metall beim Fließen sehr schnell abkühlt und auf kurze Distanz ziemlich viel Temperatur verliert und aufhört zu fließen. Und dann habe ich hier zum Beispiel bloß einen halben Flügel, der dann nicht ausläuft. Und dann sprechen wir eben von einem Kaltlauf. Also wenn ich den so gießen würde, da würde das Metall hier kommen, würde immer kälter, immer kälter, immer kälter und irgendwann wird es da einfach aufhören. Und dann hätte ich da im Prinzip ein Loch. Daher muss ich jeden Schmetterling separat mit einem Wachsstab versehen, damit das Metall schnell genug in den Schmetterling kommt, um den vollständig zu füllen. Also im Angusssystem liegt eigentlich das ganze Know-how des Gießers. Das ist auch das, was man bei der Ausbildung in diesem Beruf eigentlich lernt. Dass man die richtigen Querschnitte wählt, dass man die richtigen Stellen wählt, dass ich mir überlege, wie fließt das Metall in die Form, dass die Wege nicht zu lang werden. Da steckt das eigentliche Know-how des Gießers drin. Nun wird nochmal ein Negativ des Kopfes hergestellt, die Keramikform. Unsere Keramik besteht aus Keramikbinder, Zirkonmehl und Quarzglasmehl. Die drei Komponenten zusammen geben so diese sahneartige Flüssigkeit, die dann auf dem Wachsmodell verteilt wird. Wie sieht's aus? Kannst jetzt mit dem Kopf kommen, ja. So. Fangen wir mal an. Dies ist das letzte Negativ. Und in diese Form wird nachher die Bronze eingegossen. Auch hier ist viel Feingefühl gefragt. Auf jeden Fall darf man das Wachsmodell nicht beschädigen. Die Schwierigkeit zum Beispiel bei diesem Kopf besteht darin, dass die Schmetterlinge nicht abbrechen. Die sind sehr filigran. Deswegen wird es auch nicht in den Bottich getaucht, sondern nur übergossen. Muss man was innen rein. Genau. An den Haaren hinten haben wir noch Luftblasen. Da kannst du noch ein bisschen stupfen. Genau. Im Auge, das wo zu dir zeigt. Durch das Draufpusten verdrückt man noch mal Luftblasen und kann die Keramik auf der Oberfläche noch mal ein bisschen verteilen.
Einfach um leere Stellen zu schließen. Mal da oben, der Schmetterling ganz oben. Das sieht gut aus. Der Keramikauftrag, die Schicht, kann man sich vorstellen wie ein Schnitzelpanieren. Also das Wachsmodell ist eigentlich das Fleisch. Das Eigelb ist die Keramikflüssigkeit und das Paniermehl ist der Sand. So wird es dann Schicht für Schicht aufgebaut. Das eine Ohr noch. Ein bisschen was innen, nicht zu viel, sonst wird es so schwer. Dann spricht es auseinander. Genau. Gut, passt, danke. Jetzt haben wir doch alles. Wenn der Sand drauf ist und wir haben eine geschlossene Panade, sag ich mal, dann muss das Ganze ungefähr 5 bis 6 Stunden trocknen, bis die Feuchtigkeit entweicht und dann verkieselt die Keramik. Dann ist sie wasserunlöslich und dann kann man sie wieder eintauchen, frisch beschichten und wieder mit Sand bestreuen. Und dann wächst diese Schicht wie ein Baumkuchen, Schicht für Schicht für Schicht, bis ungefähr so 5 bis 10 Millimeter von diesem Keramikpanzer eben auf dem Wachsmodell aufgetragen wird. Die Form wird 8 Stunden bei maximal 700 Grad im Ofen gebrannt. In diesem Zuge wird das Wachs auch ausgeschmolzen, sodass die Form innen leer ist und das Metall aufnehmen kann. Der Wachskopf wird jetzt zerstört, aber er hat seinen Dienst ja getan. Also wir haben hier die fertig gebrannte Keramik. Das alles, was vorher Wachs war, ist jetzt hohl. Das heißt, wir haben hier unser Leitungssystem, was jetzt auch wirklich ein Leitungssystem ist. So, also der Trichter ist drauf, das Metall kann eingegossen werden, Form ist fertig zum Gießen. Unsere Schutzausrüstung besteht aus Keramikfasermänteln, Kevlargewebe, Aluminium beschichtet, speziell hitzereflektierend, dass die Wärmestrahlung erstmal gar nicht an den Körper rankommt und dass auch Spritzer, wenn sie denn kommen, eben abperlen. Also diese 1000 Grad heißen Spritzer, die fliegen durch ein normales Baumwollgewebe einfach durch. Das heißt, man hat dann halt lauter Verbrennungen an der Haut. Wir versenken die Keramikform mittels Druckluft in einer Sandkiste. Ein bisschen mehr. Weiter. Wir erzeugen quasi durch die Druckluft einen Treibsand. Gut. Und dann wird der Sand, die Oberfläche, mit einer Folie abgedeckt, um das abzudichten. So dass nur der Trichter rausguckt. Dann holen wir unser flüssiges Metall aus dem Ofen. Die Arbeit in der Gießerei ist im Prinzip sehr gefährlich. Man muss hochkonzentriert sein, dass man nicht nebenhin gießt und auch nicht großartig spritzt, dass man seine Kollegen nicht verletzt. Also da muss das Team aufeinander eingestimmt sein, dass jeder weiß, was er macht. Dieser Tiegel hat 200 Kilo. Das heißt, man muss den erstmal gewuchtet kriegen. Das ist körperlich unter dieser Hitze ziemlich anstrengend. Wenn wir jetzt Vakuum ziehen, saugen wir quasi durch den Trichter das Metall in die Form. Somit muss das Metall, das in die Form fließt, keine Luft verdrängen. So kann man noch feinere und noch dünnere Wandstärken erzeugen. Das geschieht über unser eigen entwickeltes Patent.
Also wie wir das Vakuum erzeugen, wie die Luft ausgesaugt wird, das ist unser Betriebsgeheimnis. Nach etwa 10 Minuten ist die ausgegossene Form genug abgekühlt. Jetzt ist es Zeit, die Bronzebüste aus ihrer Keramikhülle zu befreien. Mit dem Hochdruckreiniger werden die letzten Keramikreste entfernt. Die Leitungen, die Markus gebaut hat, also das Angusssystem, wurden natürlich beim Gießen auch mit Metall gefüllt. Diese Teile kann er nun vorsichtig abflexen. Also wenn der Kopf erst mal gegossen ist, hat man eigentlich mal so einen Meilenstein erreicht. Also bis dahin muss man natürlich immer wieder, wenn was schief geht, von vorne anfangen. Also ich fange dann immer mit dem Wachsmodell wieder an. Hier haben wir unseren fertigen Rohguss. Es ist alles ausgeflossen, sind keine Fehlstellen enthalten. Die Reste, die Stutzen, die noch übrig bleiben von unserem Angusssystem, die müssen wir jetzt natürlich mit dem Fräser und mit der Feile überarbeiten. Ansonsten sieht es sehr gut aus. Hier haben wir ein paar kleine Luftblasen, die können wir aber wegfeilen. Können wir beginnen. Mein persönlicher Lieblingsarbeitsplatz ist eigentlich die Metallbearbeitung. Wenn man quasi aus dem Rohguss dann eben dieses Endprodukt rausarbeitet. Wenn man mit jedem Feilenhieb, mit jedem Arbeitsschritt diese Details wieder rausarbeitet und dann mit jedem Schritt merkt, wie man diesem Endprodukt einfach näher kommt. Dieses Aufhübschen, sowas, das macht mir am meisten Freude. Also wir sehen hier diese feinen Details, diese Kratzer, diese Spuren vom Modellieren, von dem Werkzeug, vom Originalmodell, die eben über die Silikonform, das Wachsmodell bis in den Guss abgebildet werden und dadurch dieser Detailreichtum, deswegen spricht man auch von Feinguss, weil eben diese Details in der Produktion nicht verloren gehen, sondern mit abgebildet und das sieht man hier eben an diesen Linien da ganz gut. Und dann kommt noch der Sandstrahler zum Einsatz. Nach der Rohgussbearbeitung wird die Gusshaut, diese rotbraune Oberfläche, das ist das im Prinzip verbrannte Material, Oxidhaut, also die Verbindung zwischen Kupfer und Sauerstoff, Kupferoxid, die wird dann abgestrahlt, um das eigentliche Material, diese goldbraune Bronze, zum Vorschein zu bringen, damit man einen einheitlichen Farbton bekommt, der dann beim Patinieren später keine Schwierigkeiten macht. Eine Patina ist kein Farbauftrag, sondern man erzeugt quasi die Farbe aus dem Material selber heraus. Das heißt, man erzeugt mit verschiedenen Chemikalien farbige Salze mit dem Kupfer.
Je nach Chemikalie erzeugt das Kupfer dann ein Braun, ein Grün, ein Blau, ein Rotton. Deswegen wird auch Kupfer verwendet, weil Kupfer eines der wenigen Materialien ist, die eben durch Chemie farbige Salze bildet. Wir wollen die Schmetterlinge grün patinieren. Man sieht es an dem großen Schmetterling schon, es fängt schon an zum Reagieren. Dieses leichte Grün kommt schon raus. Und das müssen wir jetzt vollends einpinseln, bis wir alle Schmetterlinge haben. Und dann muss es reagieren. So. Das sieht doch ganz gut aus. Diese Bronzearbeiten oder generell diese Kunstobjekte, die sind eigentlich für die Ewigkeit. Also wenn man in Pompeji irgendwas ausgräbt und das ist 3000 Jahre alt, das besteht einfach. Und so etwas Beständiges zu machen, das ist auch was Schönes. Wir geben immer spaßeshalber 5000 Jahre Garantie aufs Material. Bronze geht nicht kaputt. Also die kann man vergraben, die kann man draußen stehen lassen. Wenn sie keiner kaputt macht, bleibt sie für die Ewigkeit. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.